dachte, du hast verstanden, da ich aus Liebe nach Indien gegangen bin. Diamantes, es ist vorbei. Du bist doch noch nicht mal einen Tag in Deutschland. Du musst mir helfen. Du musst mir erst mal selber helfen. No sen palkinnon voitat ainakin. En minä muuten tiedä, mitä tästä pitäisi tulla. Glaubst du, irgendwer wird sich an mich erinnern, wenn ich hier mal weg bin? Gehöre ich überhaupt wirklich dazu? Ich weiß nicht, ob ich länger mit so Leuten wie euch zusammen studieren kann. Mit solchen Ansichten. Ich werde sie aufhalten. Ich bin nicht aufzuhalten. Hallo? Hygmendon? Hygmendon? Hygmendon! Hey, 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 Hygmendon, hey, 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 hey! Ich hab Kopfschmerzen. Das wundert mich nicht. Das wundert mich wirklich überhaupt nicht. Mann, Hygmendon, du musst dich wirklich mal zusammenreißen. Ich verstehe überhaupt nicht, was mit dir los ist. Verstehst du nicht? Ich hab nun mal keinen Adelstitel und bin so privilegiert und krieg alles in den Arsch geschoben. Für dich ist das ja alles doch nur Spaß und Papa zahlt dann schon. Später kannst du deinen Kindern dann erzählen, ich habe sogar mal in einer Kohleofenwohnung gewohnt. Aber für mich ist das mein Leben. Meine Zukunft. Komm mal wieder runter. Weißt du, ich habe eigentlich mal Kunst studiert, damit ich ein freies, produktives und selbstbestimmtes Leben führen kann. Ja, dann hör auf, rumzugammeln und verkauf was von deiner Kunst. Deine Skulpturen, die sind doch fertig. Meine Skulpturen sind fertig. Du sagst mir, meine Skulpturen sind fertig. Ja, wieso denn nicht? Mann. Hygmendon, ich sag's wirklich nicht gerne, aber du weißt ganz genau, wie viel du mir schuldest. Ich habe das hier alles bezahlt. Was weißt du überhaupt darüber, wirklich? Was weißt du überhaupt von Kunst? Du fährst jeden Tag fröhlich an die HGB, schwingst ein bisschen den Pinsel, aber du hast keine Ahnung von Kunst. Also sag mir nicht, dass meine Skulpturen fertig sind. Und das Geld ist mir egal. Ich höre nur dich und all die anderen Spackos darüber reden, aber weißt du, was ich von Geld halte? Ich zeig dir, was ich von Geld halte. Na komm, sag was. Frag mich, wie ich die Miete bezahlen will. Aber willst du, dass ich auf die Knie gehe und dir die Füße küsse? Willst du das? Ich will gar nichts von dir. Du bist mir egal. So egal, wie ich dir anscheinend auch bin. Du bist so ein ignorantes Arschloch. Suhl dich nur weiter in deinem eigenen Dreck. Na. Wer war denn das? Hast du den Lärm gemacht? Glaubst du, du kannst ja wieder Chaos veranstalten? Was wird denn das? Hier wird keine Schleifschweißkunst gemacht. Damit gewinne ich den Studienpreis. Ach so, glaubst du das, ja?
Da muss ich dich leider enttäuschen. Dieser Kulturverfall, der hat jetzt leider ein Ende. Was soll das denn heißen? Abstraktion. Das ist Dekadenz, die keiner versteht. Wir brauchen Kultur als ein Spiegel des Selbstverständnisses der sächsischen Bürger. Versuch doch mal, einen rührenden Hirsch zu malen. Hm? Oder Sachen wie Hegmendon sie macht. Was hat denn Hegmendon damit zu tun? Das wirst du noch früh genug mitkriegen. Zumindest wird jetzt erst einmal sichergestellt, dass das gesunde das allgemeingültige Empfinden der sächsischen Bevölkerung gewahrt bleibt. Sowie deren Würde und der Anstand vor ihr. Dass wir überhaupt mal berücksichtigt werden. Ich hatte nie ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Eigentlich hatte ich nie ein gutes Verhältnis zu alten, weißen Männern. Ich dachte, der Professor wäre mal anders. Der Professor war sehr einfühlsam und hat mich doch verstanden. Ich bin zurück nach Leipzig gekommen, um die Zukunft mitzugestalten. Ich dachte, es würde eine Bewegung gegen rechts entstehen. Aber die Schule hat sich verändert, seitdem ich weg war. Es ist viel schlimmer geworden, als ich mir hätte vorstellen können. Hey, Hey. war das gerade auch für einen Termin? Nee, ich rauche nur eine. Kann ich die haben? Danke. Warst du wegen das mit da? Nee. Das ist gerade einfach alles ein bisschen viel für mich. Ich habe meinen letzten Freund verlassen, weil er mir nicht ehrgeizig genug war. Bei dir kann man das aber nicht behaupten. Hegmendon? Nicht ehrgeizig genug? Ja, der hat nie seinen Hintern hochbekommen. So mit sich selbst beschäftigt. Vielleicht ist er einfach an den Umständen gescheitert. Scheitern tut man nur, wenn man es zulässt. Was redest du dir ein? Weil ich Angst habe zu scheitern. Stell dir vor, was wäre, wenn ich jetzt mein Studium hinschmeißen würde. Alle anderen würden sich doch den Maul zerreißen. Das wäre für so viele eine Genugtuung. Für dich doch auch. Viel, ich habe gerade echt andere Dinge im Kopf als deine Laufbahn an einer Kunsthochschule. Es geht nicht um die HGB, es geht um meinen Erfolg. Doch, es geht gerade um die HGB und ihre Zukunft. Wenn die damit durch sind, interessiert sich keiner mehr für deine Kunst. Die, wovon redest du denn eigentlich immer? Ich habe den Professor und die Direktorin belauscht. Die wollen Hegmendon den Studienpreis geben. Hegmendon? Meinst du das ernst? Das ist eine groß geplante Kulturrevolution. Seit dem Wahlerfolg der Rechtsaußenpartei soll das national im Vordergrund stehen. Und du erbst mal die ganzen Hotels. Ja, alle reduzieren mich immer auf meinen Arbeitstitel. Dabei will ich alles geben, weißt du? Alles zeigen, wer ich bin, wie ich mich selber sehe, meine Arbeit. Ich will das endlich allen deutlich machen, ein für alle Mal. Okay. Also am Donnerstag wäre eine Möglichkeit, da könntest du dann als Aktmodell arbeiten, wenn du wirklich willst. Ja, ich glaube, das ist wichtig für mich. Sag mal, Professor, kann ich dich mal was fragen? Natürlich. Alles, was du willst. Du bist ja schon sehr lange in der Kunstszene. Und Professor. Ab wann wird eine Künstlerin zur Künstlerin? Also,
Gibt es Gründe für den Erfolg oder ist das reine Glückssache? Ab wann wird eine Künstlerin zur Künstlerin? Ich glaube, ab dem Moment, wo es nicht mehr um Titel, Preise oder Ausstellungen geht. Du hast einen besonderen Weg gewählt. Du lebst ihn. Als Künstler muss man begreifen, dass man eine Aufgabe hat. Eine Verpflichtung. Sie zu lieben, sie zu beschützen, das ist die größte Art der Hingabe. Ich mache das jetzt schon seit über 35 Jahren. Und ob ich das hinbekomme... Du machst jetzt mal dein Studium zu Ende und dann sehen wir weiter. Du bist wie dieser Fluss im Dschungel, der mal hierhin fließt und mal dorthin fließt, bis er endlich eine Lücke findet, die dir wirklich passt. Ich muss dir mal kurz was zeigen. Was soll das? Soll das heißen, dass ich unbedeutend bin? Ist das nicht lustig? Wer hat das gemacht? Habt ihr überhaupt keinen Respekt mehr vor mir? Quatsch, alle mögen dich, das ist doch nur ein Scherz. Ich habe meine Karriere für diese Hochschule an den Nagel gehangen und jetzt werde ich geopfert? Jetzt nimm das doch nicht so ernst. Ich weiß schon, warum ihr mich jetzt fertig macht. Ihr wollt, dass sich meine Kunst nicht weiter verbreitet und ich irgendwann in der Versenkung verschwinde. Ihr seid doch nur neidisch mit eurer peinlichen Kunst. Wir? Ich habe damit gar nichts zu tun. Ich verliere meine Autorität. Du willst doch eh eine Familie gründen und weg von HGB. Ja, Daphne. Komm, lass uns eine Familie gründen. Du hütest die Kinder und ich höre Wagner. Es ist doch eine Zeit. Ich will erstmal in die Kunstfamilie aufgenommen werden, bevor ich meine eigene gründe. Und weißt du was? Ich finde nicht, dass es meine alleinige Aufgabe ist, die Kinder zu hüten. Du hast wunderschöne Nasenlöcher. Ich akzeptiere dich als Künstlerin. Kannst du mir vielleicht Geld leihen? Nein, du verpasst es nur und stehst im Weg rum. Ich habe hier schon so viel Geld reingesteckt. Ich habe keine Lust mehr, mich von Losern wie du behindern zu lassen. Ey, sorry, kannst du mir vielleicht Geld leihen? Hast du nicht schon genug getrunken? Hallo, Herr Galerist. Das freut mich aber. Das ist das Kunstwerk, was ich Ihnen zeigen wollte. Ehrlich gesagt, ich finde die Skulptur langweilig. Zu viel Perfektion. Zu glatt, zu wenig rau, zu wenig wild und viel zu wenig, viel zu viel. Sophia, weißt du, wo Daphne ist? Ich bin hier gerade im Gespräch. Ich bin auf der Suche nach etwas, das ein bisschen mehr Explosivität hat. Irgendwas Subversives. Sprengkraft bietet die HGB ja genug. Ich arbeite momentan an einer riesigen Mindmap, die die Zusammenhänge und Klüngeleien der Kunstszene in Leipzig anschaulich machen soll. Ich zeige das übrigens Freitag beim Studienpreis. Das wird einiges klar machen. Echt jetzt? Das ist ja mal interessant. Und aus welchem Material besteht diese Mindmap? Momentan mit Ja, Kreide. Mathis, ich glaube, ich weiß, wo Daphne ist. Du solltest mal bei dem Professor vorbeischauen. Beim Professor. Wendern? Mensch. Servus. Na? Ronny. So spät noch, wa? Moin. Jetzt? Na, lange nicht gesehen? Puh. Mann, ey. Das Leben ist doch scheiße. Lässt dich hängen, oder was? Ja, ein bisschen. Scheiße, ey. Du siehst aus, kann ich gar nicht mit angucken. Ja.
Ist mal ein bisschen wieder back to the roots. Nee, du, sag nicht, du hast da... Du kaputt bist, Schnelles? Guck mal, kennst du noch? Boah, ey, danke. Oh, weißt du noch, Ronny, wir beide damals als Krankenpfleger. Aber hallo. Da war das Leben einfach. Fandst du? Da hatte ich nicht ständig diese Gedanken im Kopf. Da war alles vorgegeben. Und Ja. jetzt Kunstschule? Ja, ich bin so verloren auf der HGB. Scheiße. Kenn ich irgendwie. Klingt wie so nach der Wende. So völlig desorientiert, Sonnenbrille bei Nacht. Aber dann kommst du wieder raus. Nimmst wieder ein bisschen was von unserem Schnee und dann, oder? Ja. Siehst du alles wieder klar. Gute Gedanken, das was scheiße ist, kommt in die Tonne. Bist du sicher? Geradeaus. Hey, klar, hallo, was denkst du, warum ich funktioniere? Okay. Mann, ich nehme dich Believe beim it. Wort. Hey, Ronny. Sauer. Ist klar, vorwärts. Ihr habt mich alle betrogen! Mann, du warst wie ein Vater für mich! Öffne!